Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy und einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Heute freue ich mich besonders, euch eine Uhr vorstellen zu können, die ich richtig cool finde und wo ich echt der Meinung bin, das wäre eine geile Alternative zu so manch einer Hype-Uhr. Und es geht nämlich um diese schöne Uhr hier. Das hier ist die Vacheron Constantin Overseas Dual Time mit dem silbernen Blatt. Und ich möchte euch eben erklären, warum diese Uhr so unfassbar geil ist, aber doch irgendwie von den meisten Leuten gar nicht so wirklich bedacht wird. Ihr habt doch sicher schon mal was von diesem Holy Trinity in dieser Uhrenwelt gehört. Das beschreibt eigentlich die drei besten Uhrenmarken der Welt. Dazu gehören Patek Philippe, Audemars Piguet und eben auch Vacheron Constantin. Und ich finde es schade, dass eben AP und Patek so berühmt sind und so viel Hype bekommen, während ja sowas wie diese schöne Uhr hier ein bisschen vergessen bleibt, kommt mir vor. Vacheron ist von der Qualität her um keinen Deut schlechter als AP oder Patek. In manchen Sachen sogar besser, weil die nämlich das sogenannte Genfer Siegel verbauen, aber dazu gleich mehr. Vacheron Constantin gibt es seit 1755 und seit 1755 bauen die Typen dort ununterbrochen Uhren. Das ist krass. Und die haben halt in der Regel immer eher so klassische Modelle gebaut, wie es halt AP und Patek halt auch gemacht haben. So kleinere Golduhren mit Lederband, ewigem Kalender und so weiter. Richtig arge und krasse Komplikationen auf höchstem Qualitätsstandard. Dann gab es in den 70ern die Quarzkrise. Ich glaube, das habe ich auf dem Kanal noch gar nicht erwähnt, aber ja, die Japaner kamen hauptsächlich, haben mit Quarzuhren eigentlich den Markt so ein bisschen aufgemischt. Und dann habe ich auch noch nie erwähnt übrigens, kam AP mit der Royal Oak und Patek mit der Nautilus. Und dann gab es ja noch eine dritte Uhr, die viele eben nicht am Radar haben. Und das ist eben die Vacheron Constantin 222. Die hieß damals so, weil sie genau 1977 zum 222. Jubiläum der Marke, was ja 1755 war, rausgekommen ist. Das heißt, diese Uhr hat eigentlich eine Art Meilenstein gefeiert für Vacheron. Und diese Uhr war in vielen Aspekten was ziemlich Besonderes. Die hatte eben auch dieses Integrated Design, die war auch ursprünglich aus Stahl, kam auch in Stahl, Gold und Gold raus natürlich, aber das Hauptmodell sozusagen war die Stahlvariante und die hatte auch dasselbe Werk wie damals die Nautilus und auch die AP, also dieses berühmte Jaeger-LeCoultre-Werk, was eben so dünn war mit den zwei Zeigern und dem Datum. Und die Uhr ist in vielen Belangen, wie ich schon gesagt habe, besonderer als die anderen, weil sie zum Beispiel auch deutlich seltener war. Also die ganz normale, ursprüngliche Stahl 222 wurde nur 500 Mal gebaut. Krass. Und dann halt nochmal 100 Mal Stahl Gold und 100 Mal Gold oder sowas. Aber die ist so selten, die ist wirklich extrem selten und die Preise für diese Uhr gehen auch gerade nach oben und die sind aber noch lange nicht da, wo alte Royal Oaks und alte Nautilus gehandelt werden, obwohl die aber eigentlich seltener ist und in keinem Belangen eigentlich schlechter ist, sogar im Gegenteil. Die ist aber nicht von Jerry Genter designt worden, aber die hat ein ähnliches Design, die hat die ähnliche Designsprache. Und diese Uhr wurde in der Mitte der 80er Jahre eingestellt. Und diese Uhr wurde dann nochmal neu aufgelegt, 1996 und in die Overseas umbenannt. Die hatte da eben ein ähnliches Design, leicht abgewandelt, aber hatte schon Designelemente von der modernen Overseas, aber auch Designelemente der alten 222. Und diese Uhr war, ja, jetzt ist sie cool, aber damals, sie konnte, denke ich zumindest, nicht mithalten mit einer Royal Oak oder einer Nautilus. Dann kam die Weiterentwicklung und die kam 2004 raus. Die war dann schon besser, die war schon cooler designt, die war interessanter, war aber noch nicht so ganz auf dem letzten Stand der Dinge. Und dann aber 2016 kam die dritte Generation der Overseas raus und das ist eben auch diese Uhr, die ich hier habe. Und das ist das erste Mal, dass Vacheron Constantin in einer Overseas oder eben inklusive der 222 ein reines Manufakturwerk verbaut und die komplett up-to-date macht, aber mit dem besten Qualitätsstandard, die möglich sind. Und das ist das, was mich an dieser Uhr so fasziniert. Diese Uhr ist die einzige von den drei Royal Oak, Nautilus und Overseas, die Otorologie kombiniert mit bester Verarbeitung, aber auch voller moderner Alltagstauglichkeit. Ich erzähle euch gleich wieso. Fangen wir doch einfach mal mit der Uhr an und einfach mal mit dem Gehäuse an. So sieht die Uhr aus. Die hat eben so ein ähnliches Design wie eine Royal Oak auch oder eine Nautilus auch. Sie hat ein sehr, sehr integrated Design. Das Band geht fließend ins Gehäuse über. Das Gehäuse bzw. die ganze Uhr mit Band, mit allem drum und dran ist so gut verarbeitet und ihr merkt das vor allem an den Kanten. Die Kanten, wo sich satinierte Oberfläche und polierte Oberfläche treffen, sind wie mit einem Skalpell gezogen und das ist eben gar nicht so einfach. Und die satinierten Stellen haben alle einen parallel lineal geraden Schliff drinnen. Das ist so unfassbar und so fein gearbeitet. Das Gehäuse hat 41 mm im Durchmesser. Klar, trägt sich jetzt ein bisschen anders durch das Integrated Band Design. Das erste Bandglied lässt sich nicht komplett umbiegen. Das heißt, in der Praxis trägt sich die Uhr etwas größer als 41 mm. Lack to Lack bzw. Endglied zu Endglied, ja, sind es über 50 mm. Die Uhr trägt sich ein bisschen größer als eine Submariner ungefähr.
aber immer noch sehr, sehr tragbar. Das Gehäuse besteht aus mehreren Elementen. Wir haben die Gehäuserückseite, wir haben das Gehäusemittelteil und dann haben wir die Lünette, die eigentlich auch noch aus 2 Teilen besteht. Das Gehäuse selber ist oben satiniert, an den Seiten poliert und hat eben eine richtig schöne anglierte Kante da. Oben drauf sitzt die Lünette und die sitzt aber auf einem Art Mini-Podest. Das erkennt man hier eigentlich ganz gut. Die Lünette hat eben diese Kanten drinnen und diese Kanten sitzen aber nicht auf dem Gehäuse drauf, sondern diese Kanten sitzen auf so einer Art Podest drauf. Diese Kanten sind übrigens Designelemente des Malteserkreuzes. Das ist nämlich das Logo von Vacheron Constantin. Das Malteserkreuz stammt noch aus dem Mittelalter, aber das wäre ein ganz anderes Video. Weiter geht's mit dem Band und da spiegelt sich eben dieses Malteserkreuz wieder. Und ihr werdet noch sehen, wie oft sich eigentlich das Malteserkreuz in dem Design dieser Uhr nochmal widerspiegelt. Das Band vereint nämlich das Design des Malteserkreuzes in den einzelnen Bandgliedern wieder. Das sieht man hier eigentlich ganz gut. Und meine Güte, sind die gut verarbeitet. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein geiles Band in echt gesehen. Ich kenne es natürlich aus Bildern und aus Videos, aber in echt macht es nochmal einen ganz anderen Eindruck. Nämlich diese Bandglieder sind in der Mitte, in den Zwischenräumen poliert und außen satiniert. Und dann kombiniert es eben auch noch mit dieser Anglierung. Das Besondere ist hier auch noch, jedes Glied ist rausnehmbar. Jedes Glied. Und wir haben keine Pins, wie jetzt bei der Nautilus, was eigentlich lächerlich ist, sondern wir haben verschraubte, richtige, gute Glieder. Also die Dinger gehen nicht einfach so auf. Was mir ganz gut gefällt, ist auch die Schließe. Die ist relativ simpel gearbeitet. Ich hätte sie mir vielleicht ein bisschen massiver gewünscht. Wir haben hier 2 Drücker. Natürlich kombiniert sie hier auch wieder das Malteserkreuz. Wir haben hier 2 Drücker. Wenn ihr die drückt, geht das ganze Ding auf. Und die Schließe hat so einen kleinen, Geheimtrick auf Lager. Nämlich, ihr habt hier eine Mikro-Einstellmöglichkeit, was ihr auch bei diesen anderen Konkurrenten nicht habt, was ich auch so geil finde. Und es ist richtig gut implementiert. Ihr habt hier das letzte Glied, ihr zieht einfach und da kommt schon ein halber Millimeter raus. Dann kommt noch die Tatsache, dass diese Uhr ein Quick-Band-Switch-System hat. Quick-Band-Switch-System. Ein Band-Quick-Switch-System. Schnellwechselband. Einfach Schnellwechselband. Ihr habt nämlich hier unten so eine Art Bügel, den könnt ihr einfach zurückziehen und schaut mal, was dann passiert. Band ist einfach abgegangen, richtig praktisch. Und das Coole ist, warum hat die Uhr das eigentlich? Bräuchte sie ja nicht. Aber, und das ist jetzt auch so ein Preis-Leistungs-Hit eigentlich, ihr kriegt die Uhr ausgeliefert mit 3 Bändern. Also ihr kriegt einmal dieses Stahlband, dann kriegt ihr ein Lederband und dann kriegt ihr noch ein Kautschukband und noch eine Faltschließe. Finde ich schon krass. Also ich glaube, viel besser wird es ehrlich gesagt nicht. Die Vacheron Constantin Overseas Dual Time hat das Werk 5110 DT. DT steht hierbei für Dual Time. Und dieses Werk ist, das spielt wirklich ganz oben mit. Also es ist so schön verarbeitet. Hier geht es natürlich jetzt nicht um die Robustheit und so weiter. Natürlich ist das Werk einer Submariner robuster, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das Werk ist das 5110 DT. DT steht hier für Dual Time. Und natürlich ist jetzt das Werk einer Submariner robuster, aber wenn ihr diese Uhr vergleicht mit den Uhren, die eigentlich im gleichen Segment mitspielen, wie jetzt eine Royal Oak oder eine Nautilus, ist dieses Werk deutlich robuster und alltagstauglicher als diese anderen Werke. Wir haben hier 60 Stunden Gangreserve, wir haben eine Stundenschnellverstellung, wir haben eine Datumschnellverstellung, wir haben sogar ein antimagnetisches Werk. Und es ist wirklich wunderschön verarbeitet. Der Rotor ist aus 22 Karat massivem Gold gefertigt. Wir haben hier die Genfer Streifen. Jede Kante, jede Schraube ist angliert und black polished, also so glatt poliert, dass es fast schon schwarz aussieht. Das lässt sich übrigens auch darauf zurückführen, dass das Werk und das Gehäuse das sogenannte Genfer Siegel hat. Das Genfer Siegel ist eine Art Qualitätsstandard, ihr wisst schon, so ähnlich wie das AMA-Gütesiegel oder so, wie ein Biozertifikat, nur halt für Uhren. Und das bekommen nur Uhren, die aus Genf sind und wo alle Teile in Genf handgefertigt werden. Und dieses Siegel hat so strenge Kriterien und die betreffen eben, jede Schraube muss poliert sein, jede Kante muss poliert sein. Ihr braucht die Genfer Siegel, diese Uhr muss so und so genau sein, so und so wasserdicht sein, bla bla bla. Nur dann bekommt ihr dieses Genfer Siegel. Und Vacheron Constantin ist aktuell der einzige der Top 3 Uhrenmarken, Patek, AP und Vacheron, die das Genfer Siegel verbauen. AP hat es nicht, weil sie nicht aus Genf sind. Und Patek ist aus Genf, hatte früher das Genfer Siegel und verbaut seit 2009 ihr eigenes Patek Philippe Siegel, was so ein bisschen, wir sind zu cool für Genf.
Aber nee, ohne Witz, Leute, also dieses Werk ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend und sehr schön gemacht. Diese Uhr gibt es in 3 Ziffernblattvarianten. Wir haben schwarz, dann das, was ich hier habe, Silber und dann gibt es noch das wunderschöne Blau. Ich hätte euch gerne das Blau gezeigt, aber leider war das Blau bei Chronext nicht verfügbar aktuell. Die hatten die weiße Lage und haben mir die sehr, sehr gerne zur Verfügung gestellt. Und hier kommen wir jetzt auch zum Kanalsponsor Chronext. Vielen Dank für die Bereitstellung dieser Uhr. Das ist nicht meine Uhr, die habe ich von Chronext zugeschickt bekommen. Es ist mega nett und wirklich ein Vertrauenszeichen von denen, dass sie mir so eine teure Uhr zuschicken und ich die einfach euch filmen darf. Und ich finde, das zeugt auch so ein bisschen von dem modernen Gedanken, den Chronext verfolgt, dass sie wirklich ihre Uhren zu euch, also zu dir, der zuschaut, bringen wollen. Chronext ist einer der größten Online-Händler, wenn es um Uhren geht heutzutage. Und das Besondere da, finde ich, ist halt diese Seriosität. Chronext ist fast schon ein Konzessionär, so viel Mühe geben die sich in Qualität. Also ihr bekommt Gewährleistung, die Uhren sind alle echt, ihr seht genau, welchen Zustand die Uhren haben. Ihr kriegt ein Garantiezertifikat von Chronext direkt ausgestellt. Übrigens, mit dem Code TheWristGuy bekommt ihr auch noch Rabatte auf jede Uhr, die ihr bei Chronext kauft. Ich lasse euch auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Ich bekomme übrigens auch einen kleinen Kickback, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal so direkt unterstützen würdet. Und jetzt geht es weiter zum Ziffernblatt. Diese Uhr hat hier ein wunderschönes silbernes Ziffernblatt. Wir haben hier einen Sonnenschliff, der ist wirklich sehr, sehr fein gemacht. Oben steht Vacheron Constantin, wir haben das Malteserkreuz als Logo, wir haben weiße Leuchtmasse, die schwarz umrandet ist. Wir haben wunderschöne Zeiger, eine zweite Zeitzone. Wir haben ein kleines Datum unten bei 6 Uhr und bei 9 Uhr haben wir die AM-PM-Anzeige für die zweite Zeitzone. Ein paar Details, die mir bei diesem Ziffernblatt aufgefallen sind, dass das Logo gar nicht wirklich gedruckt zu sein scheint. Das Logo ist zwar nur die Schrift, aber es ist erhaben. Irgendwie hat es so ein 3D-Feeling und ich finde das sehr, sehr schön. Die Zeiger sind nicht einfach nur Silber, die sind so ein dünkleres Silber, die sind fast schon so ein Gunmetal Grey. Diese Uhr handelt die zweite Zeitzone ein bisschen anders als es zum Beispiel eine GMT Master 2. Normalerweise habt ihr es ja so, dass die zweite Zeitzone mit der Lünette korrespondiert und 24 Stunden anzeigt. Bei dieser Uhr zeigt die zweite Zeitzone 12 Stunden an. Die korrespondiert mit den ganz normalen Stundenzeigern und ob es AM oder PM ist, seht ihr eben mit diesem Indikator auf 9 Uhr. Ich finde das sehr elegant gelöst. Es gibt so ein bisschen so einen Otorologie-Touch, das macht zum Beispiel auch Patek Philippe in ihrer Travel Time so. Allerdings finde ich, hat diese Uhr einen kleinen Designfehler, ehrlich gesagt. Weil wenn ihr so tickt wie ich, habt ihr die zweite Zeitzone immer auf dem Home Time eingestellt. Nun ist es so, wenn ihr natürlich beide Stundenzeiger auf dieselbe Zeitzone eingestellt habt und beide Stundenzeiger verlaufen im 12-Stunden-Prinzip, ja, dann liegen die übereinander. Und Patek hat das zum Beispiel so gemacht, dass beide Stundenzeiger dasselbe Design haben und dieselbe Silhouette haben, sodass, wenn ihr sie übereinander legt, ihr den zweiten Stundenzeiger eigentlich nicht sehen könnt und das Ziffernblatt einfacher gestaltet. Versucht das mal mit einem Stundenzeiger, der ein ganz anderes Design hat als ein anderer Stundenzeiger, wie eben bei dieser Vacheron. Das schaut hier nämlich so aus. Der eine Stundenzeiger ist so ein Baton-Shape und der zweite ist nämlich ein Pfeil. Das heißt, wenn ihr versucht, das Ding übereinander zu legen, sieht das Ganze so aus. Und das sieht dann so ein bisschen bescheuert aus, finde ich, um ehrlich zu sein. Das heißt, so lauft ihr dann rum, der Pfeil ist immer halbwegs sichtbar und so schaut es dann aus, wenn beide auf dieselbe Zeitzone synchronisiert sind. Und wenn ihr dann verreist, verstellt ihr den Hauptstundenzeiger einfach um die Stunde und der Pfeil bleibt da, wo er ist. Ich finde das designtechnisch zwar okay, wenn ihr zwei verschiedene Zeitzonen habt, aber wenn ihr dieselbe habt, sieht das echt ein bisschen weird aus. Bei zwei verschiedenen Zeitzonen sieht das Ganze so aus. Da geht's wieder, das ist völlig in Ordnung. Aber andersrum sieht es einfach komisch aus, finde ich, ganz ehrlich. Und das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, bei 25.000 € erwarte ich mir da ein bisschen mehr Feinfühligkeit und Liebe ins Detail, um ehrlich zu sein. Ich habe schon erwähnt, wir haben das kleine Datum unten bei 6 Uhr. Bei Patek habt ihr da zum Beispiel einen Drücker im Gehäuse und den betätigt ihr halt dann mit einem Zahnstocher oder sowas. Ist unelegant in der Nutzung, aber elegant im Design. Hier habt ihr diese zweite Krone unten bei 4 Uhr. Die schraubt ihr auf, die ist verschraubt, weil es wasserdicht ist und wenn ihr die drückt, verstellt ihr dann das Datum. Sieht ungefähr so aus und dann läuft halt dieses Datum weiter. Ist einfach zu gebrauchen, sieht aber unelegant aus. Darüber hinaus finde ich den Sekundenzeiger ein bisschen zu groß, um ehrlich zu sein. Der Sekundenzeiger hat dieses riesige Gegengewicht und ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber das sind echt nur Kleinigkeiten. Aber andererseits sind es halt auch die Kleinigkeiten, die bei so einer Uhr zählen, finde ich. Aber was mir eben so gut gefällt ist, oder wieso ich halt denke, dass das ein Geheimtipp sein könnte, ist einfach, wir haben hier eine Holy Trinity Marke, zusammen mit AP und Patek.
Dann haben wir ein ikonisches Modell, was dieses Integrated Bracelet Design fortführt, wo gerade alles so gehypt ist und jede Stahluhr ist aktuell gehypt. Dann habt ihr ein blaues Ziffernblatt, also nicht hier, aber gibt es mit dem blauen Blatt. Langsam beginnen die Wartezeiten, aber die Uhr kriegt ihr noch zu Listenpreis, teilweise mit bisschen Discount, teilweise ganz leicht über Liste. Ich glaube, dass da noch viel mehr Luft nach oben sein wird, wenn die Leute verstehen, wie viel ihr hier bekommt im Vergleich zu einer Nautilus oder im Vergleich zu einer Royal Oak. Am Arm trägt sich diese Uhr sehr gemütlich, sehr bequem, sehr groß, um ehrlich zu sein. Also ihr merkt schon, dass sie da ist. Sie ist auf jeden Fall keine feine Uhr und sie ist auf jeden Fall keine dünne Uhr. Also es ist schon eine sportliche Uhr. Aber es ist jetzt keine Pannerei, wenn ihr wisst, was ich meine. Na gut, Leute, lasst mich gerne wissen, wie ihr denn diese Uhr findet. Was sagt ihr zur Vacheron Overseas? Eher, ja, gibt einen Grund, wieso die nicht so gehypt ist? Oder eben Geheimtipp? Lasst mich wissen unter den Kommentaren. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag, weil da gibt es nämlich ein kleines Special-Video und da freue ich mich schon irrsinnig auf euch. Und wir sehen uns dann, ja, am Sonntag. Bis dann. Ciao, ciao.